In diesem Video überlegen wir uns einmal, wie du als Grafikdesigner oder Grafikdesignerin dein Geld verdienen kannst. Grafikdesign ist ein sehr vielfältiger Beruf. Das ist das Schöne daran, ne? Und die Chance, damit Geld zu verdienen, ja, die ist eigentlich ziemlich groß, ne? Wenn du denn überhaupt weißt, was du genau bist, ne? Was für eine Art Grafikdesigner du bist. Wir haben uns ja mal einmal in einem Video angeschaut, dass Grafikdesign in ganz viele verschiedene Unterkategorien aufgeteilt werden kann. Ich verlinke das hier nochmal. Und wenn du jetzt weißt, ob du ein Modedesigner, ein Webdesigner, ein Ersteller digitaler Produkte oder ein Surface-Designer nennt sich das, bist, dann kannst du in dem Bereich natürlich dein Geld verdienen. Aber ich möchte gar nicht auf die verschiedenen Unterkategorien eingehen, sondern ich möchte einmal so einen Überblick geben, was du als Grafikdesigner denn überhaupt machen kannst und wie du darin arbeiten kannst. Im Großen und Ganzen gibt es da 3 Kategorien, würde ich sagen. Korrigiere mich, wenn das nicht so ist, wenn dir noch was anderes einfällt. Lass es einfach hier in den Kommentaren. Freue ich mich immer von dir zu hören. Für mich gibt es 3 Kategorien. Also die erste Kategorie, das ist derjenige, der in einer Agentur arbeiten möchte. Das ist dann ein ganz normaler Job, ein 9-to-5-Job sozusagen. Du bewirbst dich in einer Agentur, wirst dann hoffentlich angenommen mit deiner Portfoliomappe. Du musst natürlich zeigen, dass du gut bist. Und erstellst für die Firma Projekte, Produkte, übernimmst Kundenaufträge, was auch immer. Du erstellst Corporate Identities. Du arbeitest mit anderen zusammen in einer Agentur und erstellst dann eben deine Grafikdesign-Projekte. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Es ist auch keine schlechte Möglichkeit. Das Problem, oder was heißt Problem? Ne? Aber das Problem in dem Fall ist, du gibst natürlich deine Rechte ab. Ne? Du erstellst etwas und das Recht, das zu benutzen, hast du dann natürlich nicht mehr. Ne? Das ist deinem Chef überlassen und der verkauft das an seinen Kunden. Eine Möglichkeit, dein Geld zu verdienen. Gute ist, du bekommst jeden Monat dein Geld, wie das eben in einem ganz normalen Job so üblich ist. Das Schlechte ist, wie gesagt, du baust dir kein Portfolio auf und kannst zeigen, was du alles gemacht hast. Ne? Die zweite Möglichkeit, du kannst als Freelance-Grafikdesigner arbeiten. Ja, was macht so jemand? Ja, der sucht sich seine Jobs selber. Ne? Es gibt ja verschiedene Webseiten wie Upwork oder Fiverr, um nur mal 2 zu nennen. Dort kannst du einstellen, auf Fiverr zum Beispiel, kannst du einstellen, was du anbieten möchtest. Sagen wir, du erstellst Grafiken für Social Media. Kannst du dort einstellen, wirst pro Grafik bezahlt, baust dir hoffentlich einen Kundenstamm auf, der immer wieder auf dich zukommt, erstellst deine Grafiken, gibst die ab, verlierst natürlich auch deine Rechte daran, aber hast dann damit sofort Geld verdient. Auf Upwork ist das anders, dort bewirbst du dich auf Projekte von anderen und arbeitest direkt mit dem Kunden. Das heißt, der Kunde sagt, ich möchte jemanden haben, der für mich möchte Grafiken für Pinterest erstellen. Dann bist du auch wieder derjenige, der hingeht und Grafiken für Pinterest erstellt. Oder wenn jemand eine Corporate Identity haben möchte, das heißt, er möchte sich in seiner Brand wiederfinden, seine Farben benutzen, du möchtest ein Logo erstellen oder Briefpapier oder Visitenkarten, was auch immer. Das wäre so ein Job, den du bei Upwork finden könntest, auf den du dich bewirbst und dann hoffentlich angenommen wirst und dann halt dort dein Geld verdienst. Ne? Auch da kannst du dann einen Kundenstamm aufbauen und so hoffentlich verschiedene Kunden deinen eigenen und damit dann hoffentlich auch immer dein Geld verdienen. Die dritte Möglichkeit, jetzt kommt sie wieder. Hier sprechen wir immer über digitale Produkte und deswegen muss ich dir das leider auch wieder ans Herz legen. Ne? Warum ich so auf digitale Produkte stehe. Ganz einfach. Auch wenn ich mal nicht arbeite, verdiene ich Geld. Das ist das Schöne daran. Ne? Vielleicht sind das erstmal keine Millionen. Ich kann dir sogar versichern, dass es keine Millionen sind. Ja? Aber ich kann dir auch versichern, dass du immer wieder Geld verdienst mit Produkten, die du vielleicht schon vor langer Zeit erstellt hast. Ne? Und das ist das wirklich Schöne daran. Du verdienst immer und immer wieder etwas. Wenn andere schon gar nicht mehr daran denken, dass sie das gemacht haben, hast du das immer noch in deinem Portfolio und verdienst damit dein Geld. Vor vielen Jahren, 2008 war das, habe ich eine Scrapbooking-Seite gegründet. Scrapbooking ist ja auch irgendwie eine Art von Grafikdesign. Ne? Wir haben digitale Produkte erstellt, das heißt digitale Scrapbooking-Kits und diese Grafiksets verkauft zum Download. Und selbst heute
verdienen diese Produkte noch Geld. Ja? Die sind immer noch auf einigen Webseiten vertreten und verdienen immer noch Geld und ja, das bekomme ich jeden Monat zugesandt. Vielleicht sind es keine Millionen, aber es ist ein Einkommen, auf das ich zählen kann, da es von verschiedenen Plattformen kommt, kommt immer irgendwo irgendwas rein. Es ist nie null. Und das war natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit das Schöne. Ne? Es war nie null. Ja? Es war immer irgendwie Geld da. Selbst wenn ich gerade keine Kunden betreuen konnte, selbst wenn ich kein Webdesign machen konnte, selbst wenn ich ja, was auch immer nicht machen konnte. Ich konnte mich darauf verlassen, dass immer irgendwo irgendwas verkauft wird. Ne? Weil, warum sollte man nicht scrappen, wenn man gerade in der Pandemie zu Hause ist? Ein Beispiel nur. Du kannst aber auch auf anderen Webseiten wie Society6 oder wie Redbubble deine Designs verkaufen, T-Shirt-Designs zum Beispiel. Du erstellst ein Design, lädst das hoch, die Firma druckt das, die verschickt das, die kümmert sich um die Kunden. Du bist nur für das Design zuständig, ja? Also du machst nur das, was dir richtig gut gefällt, nämlich Design, ja? Und warum nicht, ne? Natürlich auch da wieder ein Design, vielleicht bekommst du dann pro Verkauf 2, 3 Euro, aber es läppert sich hier, ne? Weil je öfter das verkauft wird, desto öfter bekommst du natürlich auch Geld, ne? Du siehst die Möglichkeiten als Grafikdesigner Geld zu verdienen. Ja, da gibt es schon einige, ne? Was es nicht gibt, ist ein Get-Rich-Quick-Scheme. Das wird es nicht geben. Aber du kannst dir mit der Zeit ein großes Portfolio aufbauen, eine große Anzahl an Produkten und die auch immer wieder verkaufen. Das ist das Schöne an digitalen Produkten. Ja? Und das wäre auch das Schöne zum Beispiel an Online-Kursen. Ne? Ein Grafikdesigner kann natürlich auch Online-Kurse erstellen. Warum nicht? Ne? Und diese Online-Kurse auf Plattformen wie zum Beispiel Skillshare anbieten. Und dort sind nämlich Grafikdesignkurse durchaus gefragt. Und ja, wenn er das tut, wenn derjenige, sogar in Deutsch, ne? Also das muss nicht nur in Englisch sein, du kannst sie auch auf Deutsch anbieten. Ja, auf jeden Fall, wenn du das tust, kannst du natürlich auch da dein Geld verdienen. Ne? Ich hoffe, das hat dich inspiriert und du hast jetzt eine Idee, wie du als Grafikdesigner dein Geld verdienen kannst. Vielleicht hinterlässt du mir noch einen Kommentar und erzählst mir, was dir noch so vorschwebt, wo du noch gerne dein Geld verdienen möchtest oder wie du noch dein Geld verdienen möchtest. Würde mich freuen, von dir zu hören. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte abonniere unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss dich auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.